In Krankenhaus. Hallo Leon, das Wartezimmer ist ruhig. Hallo Julia, ich bin etwas nervös heute. Atme langsam, wir haben genug Zeit. Danke, das hilft mir ruhiger zu werden. Hast du alle Formulare schon ausgefüllt? Ja, ich habe sie eben sorgfältig ausgefüllt. Die Schwester war freundlich und klar. Ja, sie hat alles einfach erklärt. Möchtest du einen kleinen Schluck Wasser? Gern, mein Hals ist gerade etwas trocken. Hier, trink langsam in kleinen Schlucken. Danke, das fühlt sich gleich besser an. Hörst du die leise Durchsage? Ja, Sie rufen eine andere Nummer auf. Der Arzt kommt sicher in wenigen Minuten. Ich hoffe auf gute und klare Ergebnisse. Wir nehmen alles Schritt für Schritt. Ja, du gibst mir wirklich viel Ruhe. Möchtest du dich kurz ans Fenster stellen? Gern, dort ist das Licht angenehm hell. Draußen regnet es, aber nur ganz leicht. Ich habe meinen Schirm für den Heimweg. Hast du morgen noch eine Kontrolle hier? Ja, am Vormittag, gleich nach dem Frühstück. Ich komme mit und warte dann im Flur. Danke, deine Nähe macht mich sicher. Ich frage später nach dem Befund. Gut, ich spreche zuerst mit dem Arzt. Die Sitze hier sind erstaunlich bequem. Ja, das hilft, die Zeit zu überbrücken. Ah, die Tür öffnet sich, vielleicht wir. Ja, ich bin bereit für das Gespräch. Ich warte hier und bleibe erreichbar. Danke dir, ich komme gleich zurück. Viel Erfolg, ich drücke dir die Daumen. Danke, das gibt mir noch mehr Ruhe. Ich setze mich und lese etwas leise. Ich gehe vorsichtig in das Zimmer rein. Die Uhr zeigt jetzt fast 10 Uhr. Der Arzt erklärt alles sehr verständlich. Das klingt gut. Nimm dir genug Zeit. Die Werte sind stabil, nur Kontrolle. Das freut mich. Ich bin wirklich erleichtert. Ich soll viel Wasser trinken und ruhen. Das schaffen wir. Schritt für Schritt. Danach darf ich langsam spazieren gehen. Wir gehen nachher ein paar ruhige Meter. Die Schwester gibt mir noch einen Zettel. Heb ihn gut auf. Wir brauchen ihn morgen. Ich lege ihn direkt in meine Mappe. Möchtest du kurz etwas frische Luft? Ja, aber nur wenige Minuten im Hof. Gut, ich hole noch 2 Becher Wasser. Danke, du denkst an alle Details. Gemeinsam funktioniert alles viel besser. Ja, ich bin dir sehr dankbar dafür. Dann lass uns jetzt langsam gehen. Gern. Der Aufzug ist gleich um die Ecke. Wir sehen uns morgen wieder hier. Ja, zur Kontrolle am frühen Vormittag. Hab einen ruhigen Abend zu Hause. Danke, Julia, bis morgen und tschüss. Im Fitnessstudio. Hallo Niklas, ist das Laufband noch frei? Hallo Clara, ja, ich steige gleich ab. Kein Stress, ich dehne mich erst kurz. Gute Idee, das schont die Gelenke. Heute trainiere ich ganz leicht und ruhig. Ich auch, nur sanfte Ausdauer heute. Trinkst du genug Wasser beim Training? Ja, ich habe eine große Flasche dabei. Ich starte mit niedriger Geschwindigkeit. So kommt der Kreislauf langsam in Schwung. Die Musik ist leise, das ist angenehm. Ja, ich höre meinen Atem viel besser. Ich zähle ruhig meine Schritte im Kopf. Ich schaue auf die Zeit im Display. Die neuen Matten sind sehr weich. Das hilft bei Bauchübungen enorm. Wechselst du später aufs Rudergerät? Ja, aber nur für wenige Minuten. Danach gehe ich kurz in die Sauna. 5 Minuten reichen mir völlig aus. Meine neuen Schuhe dämpfen sehr gut. Spürst du weniger Druck im Knie? Ja, das macht einen klaren Unterschied. Ich wische gleich das Gerät mit Tuch. Danke, das ist sehr rücksichtsvoll. Gern, Hygiene ist für alle wichtig. Morgen um 7 habe ich Stretching. Dann komme ich mit, das passt gut. Treffen wir uns am Empfang, pünktlich.
Ja, ich bringe 2 Handtücher mit. Ich reduziere jetzt langsam das Tempo. Gut. Lass den Puls sanft runtergehen. Danach mache ich noch 10 Kniebeugen. Ich mache leichte Liegestütze dazu. Zum Schluss trinke ich lauwarmes Wasser. Ich nehme einen kleinen Proteinshake. Dann dusche ich kurz und gehe heim. Ich bleibe noch ein paar Minuten hier. Danke fürs Zählen und Motivieren. Sehr gern. Bis morgen im Studio. In der Küche. Hallo Jonas, hast du Lust auf Gemüsesuppe? Hallo Mara. Ja, das klingt sehr gut. Ich wasche Karotten, Lauch und Sellerie. Ich schneide sie klein auf dem Brett. Bitte rühre die Zwiebeln langsam an. Ja, ich gebe nur wenig Hitze dazu. Gieße Wasser, bis der Topf halb voll ist. Erledigt. Es köchelt schon ganz leise. Salz und Pfeffer erst zum Schluss. Gut, dann schmecke ich später ab. Hast du noch frische Petersilie da? Ja, sie duftet angenehm und mild. Ich stelle Teller und Löffel bereit. Ich lege Brot in den kleinen Korb. Der Tee zieht in der Kanne langsam. Ich gieße gleich 2 Tassen ein. Probier die Suppe. Ist sie schon rund? Ein wenig Salz fehlt. Ich gebe etwas. Jetzt ist sie mild und klar im Geschmack. Ja, sehr leicht. Genau nach meinem Sinn. Ich fülle die Schalen bis zur Hälfte. Vorsicht, sie ist noch sehr heiß. Ich puste und nehme einen kleinen Schluck. Ich esse langsam und sehr bewusst. Danach lüfte ich kurz das Fenster. Ich räume den Tisch später komplett ab. Spülen wir heute lieber mit der Hand. Gern, dann trockne ich alle Schüsseln. Wollen wir danach einen kurzen Film? Ja, aber nur eine halbe Stunde. Gut, dann trinke ich noch heißen Tee. Ich gieße warmes Wasser nach für dich. Die Küche ist sauber und sehr ruhig. Ordnung macht das Kochen viel leichter. Danke für die Hilfe beim Schneiden. Gern, wir sind ein gutes Team. Im Zoo. Hallo Paul, wollen wir zu den Giraffen? Hallo Helena. Ja, sie fressen gerade Blätter. Ihre Hälse sind wirklich sehr lang. Ja, sie bewegen sich ruhig und elegant. Gehen wir danach ins Aquarium? Gern, dort ist es kühl und dunkel. Die Fische schwimmen gleichmäßig vorbei. Das blaue Licht wirkt sehr beruhigend. Lies mal die Tafel mit Info bitte. Hier steht Nachtfische, sehr scheu. Dann ohne Blitz fotografieren, ja? Natürlich, wir bleiben rücksichtsvoll. Später möchte ich zu den Pinguinen. Ich mag ihr watschelndes Gehen sehr. Die Kinder lachen, das ist wirklich süß. Ja, sie sind kleine Stars im Zoo. Brauchst du eine kurze Trinkpause? Ja, ich setze mich auf die Holzbank. Ich habe Wasser im Rucksack dabei. Danke, nur einen kleinen Schluck. Hörst du die Durchsage? Löwenfütterung in wenigen Minuten. Dann gehen wir jetzt zu Tour 2. Ruhig, wir kommen pünktlich an. Der Pfleger erklärt sehr verständlich. Ich mag seine ruhige Stimme sehr. Die Löwen wirken wach und gelassen. Sie bewegen sich langsam und stark. Danach schauen wir kurz zu den Affen. Dort ist es immer sehr lebendig. Bitte kein Füttern, das ist verboten. Klar, wir halten uns an die Regeln. Zum Schluss will ich in den Shop. Ich kaufe eine kleine Postkarte. Der Ausgang ist gleich um die Ecke. Danke für den schönen, ruhigen Besuch. Gern. Ich hatte auch viel Freude. Im Friseursalon. Hallo Erik, hast du gleich einen Termin? Hallo Nina. Ja, in sehr wenigen Minuten. Willst du schneiden oder auch waschen? Nur schneiden bitte, ganz dezent. Ich lasse mir die Spitzen kürzen. Das macht die Haare leicht und gesund. Die Stylistin ist heute sehr freundlich. Ja, sie erklärt jeden Schritt ruhig. Sollen die Seiten etwas kürzer sein? Ja, aber bitte nur ein wenig. Dann föhne ich später nur kalt. Kalt ist gut, das schont die Haare. Ich zeige ein Foto für die Länge.
Das passt. Sehr sauber und klar. Die Schere klingt leise und beruhigend. Ich schließe kurz die Augen zum Entspannen. Bitte Kopf leicht nach vorn neigen. So gut, ich halte still und ruhig. Perfekt, ich schneide ganz gleichmäßig. Ich mag weiche Konturen im Nacken. Mache ich, nur leicht abrunden bitte. Danke, das sieht schon sehr gut aus. Willst du etwas Gel? Nur ganz wenig. Heute lieber ohne, ganz natürlich. Dann föhne ich 2 Minuten ganz kurz. Das Geräusch wirkt fast wie Meeresrauschen. Schau in den Spiegel. Passt die Form? Ja, sehr symmetrisch und angenehm. Ich lege den Umhang jetzt beiseite. Danke, ich fühle mich gleich leichter. Bezahlen wir getrennt an der Kasse? Ja, ich zahle schnell mit Karte. Ich buche einen Termin in 4 Wochen. Super, gleiche Zeit wäre perfekt. Hier ist deine Quittung, bitte sehr. Vielen Dank, bis bald im Salon. Am Flughafen. Hallo David, der Check-in wird voller. Hallo Ella, wir haben noch genug Zeit. Ich habe die Bordkarte auf dem Handy. Ich habe sie sicherheitshalber gedruckt. Unser Koffer ist unter dem Limit. Ja, er ist heute wirklich sehr leicht. Die Anzeige blinkt jetzt. Gate A ist offen, wir gehen in Ruhe. Ich hole vorher noch eine Wasserflasche. Gut, ich warte am Zeitungskiosk dort. Der Sicherheitscheck war angenehm kurz. Ja, das spart uns viel Energie. Möchtest du Kaffee oder lieber Wasser? Wasser ist besser, Kaffee macht wach. Der Flug dauert etwas über 2 Stunden. Ich lese ein wenig und ruhe mich aus. Ich lade mein Handy noch kurz auf. Hier ist eine Steckdose am Sitz. Danke, der Akku füllt sich langsam. Sitzen wir zusammen am Fensterplatz? Sitzen wir zusammen am Fensterplatz? Ich mag den Blick über die Wolken. Ja, Fenster und Mitte. Sehr schön. Dann stellen wir uns direkt an. Hörst du die Durchsage? Boarding jetzt. Ich ziehe den Koffer ganz nah zu mir. Pass und Karte halte ich bereit. Alles läuft ruhig und geordnet. Die Crew begrüßt sehr freundlich. Ich lehne mich zurück und atme ruhig. Ich stelle das Handy in Flugmodus. Gute Idee, ich nehme auch ein Stück. Beim Start kaue ich Kaugummi gegen Druck. Ja, er fährt sehr oft ins Zentrum. Nach der Landung nehmen wir den Zug. Genau, kein Stress, nur ruhiges Tempo. Gut, dann wird die Reise entspannt. In der Apotheke. Hallo Markus, suchst du Hustentee? Hallo Sophie, ja, etwas ganz Mildes. Ich habe seit gestern leichten Husten. Trink viel Wasser und ruh dich aus. Brauche ich Pastillen für den Hals? Ja, am besten mit Honiggeschmack. Ich frage kurz die Apothekerin dazu. Gute Idee, sie kennt die Produkte. Sie empfiehlt Tee und ein Spray. Das Spray nutze ich morgens und abends. Starkes Menthol vertrage ich nicht gut. Dann nimm eine sanfte, ohne Alkohol. Gibt es ein kleines Kombipaket hier? Ja, hier, Tee mit Pastillen zusammen. Der Preis ist okay, ich nehme das Set. Ich kaufe noch Vitamin-C-Tabletten. Nimm eine am Morgen nach dem Essen. Das ist leicht zu merken im Alltag. Die Apotheke ist heute angenehm leer. Ja, die Musik ist leise und beruhigend. Ich zahle schnell mit Karte an der Kasse. Ich lege die Sachen ordentlich hin. Die Quittung kommt gleich aus dem Drucker. Ich stecke sie sauber in meine Tasche. Draußen ist es windig und kühl. Setz eine Mütze auf, das hilft dir. Danke für die Hilfe beim Tragen. Gern. Ich wünsche gute Besserung. Ich melde mich später mit einem Update. Ja, schreib mir. Ich bin erreichbar. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Ruh dich aus und trink warmen Tee. Im Musikgeschäft. Hallo Tim, suchst du eine neue Gitarre? Hallo Laura. Ja, eine mit warmem Klang. Magst du lieber Stahl- oder Nylonsaiten? Für den Anfang lieber Nylonsaiten bitte.
Diese hier ist für Anfänger sehr gut. Sie liegt leicht und stabil in der Hand. Probier ein paar ruhige Akkorde aus. Der Ton klingt mild und ausgewogen. Möchtest du auch ein Stimmgerät? Ja, das hilft mir sehr beim Üben. Ein weiches Gigbag schützt unterwegs. Gern. Ich trage die Gitarre oft mit. Willst du noch leichte Notenhefte? Ja, bitte A1 Bill A2 Stücke mit Bildern. Hier, klare Noten und einfache Rhythmen. Perfekt, das motiviert mich zum Üben. Wir stimmen die Gitarre kurz zusammen. Danke, so lerne ich es gleich richtig. Hörst du? Jetzt ist der Ton sehr rein. Ja, das klingt angenehm und weich. Willst du eine einfache Tragriemen? Ja, damit bleibt die Haltung stabil. Dann gehen wir zur Kasse nach vorn. Ich zahle mit Karte, das geht schnell. Ich lege Quittung und Garantie dazu. Danke, das ist sehr ordentlich verpackt. Viel Freude beim Üben zu Hause. Danke, ich komme bald für Unterricht. Ruf an, wir finden eine gute Zeit. Mache ich. Tschüss und bis bald. Im Museum. Hallo Ben, wollen wir zur Fotoausstellung? Hallo Isabel. Ja, sie wirkt sehr spannend. Die Bilder haben ein warmes Licht. Ja, die Farben sind ruhig und klar. Lies mal die Tafel mit der Technik. Langzeitbelichtung, sehr eindrucksvoll. Bitte nicht blitzen, nur leise schauen. Natürlich, wir bleiben respektvoll hier. Siehst du die Spiegelung im Glas? Ja, sehr fein und gut komponiert. Gehen wir weiter in den Skulpturensaal. Gern, dort ist es hell und still. Die Formen sind weich und harmonisch. Das wirkt sofort sehr beruhigend. Ich lese kurz den Künstlertext. Er beschreibt sein ruhiges Arbeiten. Danach möchte ich in den Museumsshop. Ich kaufe eine kleine Postkarte. Das Café hat leise Musik im Hintergrund. Dann trinken wir dort einen Tee. Hörst du die Durchsage zur Führung? Ja, sie beginnt in wenigen Minuten. Wollen wir zuerst in das Obergeschoss? Gern, die Treppe ist gleich dort vorn. Oben hängt eine große Landschaft. Der Himmel wirkt weit und offen. Ich mag die ruhigen Blautöne sehr. Sie lassen mich tiefer atmen. Dann gehen wir langsam zum Ausgang. Danke für den stillen, schönen Besuch. Gern, das war sehr inspirierend. Im Theater. Hallo Fabian, bist du bereit für die Premiere? Hallo Lena, ja, ich bin sehr gespannt. Unsere Plätze sind in der Mittelreihe. Perfekt, dort sieht man sehr gut. Bitte das Handy auf lautlos stellen. Schon passiert, ich bin bereit. Der Vorhang geht in wenigen Minuten auf. Die Musik im Saal ist angenehm leise. Das Bühnenbild wirkt warm und schlicht. Ja, klare Linien, sehr harmonisch. Kennst du die Handlung schon ein wenig? Nur grob, eine ruhige Familiengeschichte. Ich mag leise Dialoge, mit viel Gefühl. Dann passt das Stück sicher gut zu uns. Das Licht dimmt, es geht gleich los. Ich setze mich bequemer hin, ganz still. Die Schauspieler sprechen deutlich und ruhig. Ich verstehe jeden Satz ohne Mühe. Die Szene wechselt sehr fließend weiter. Mir gefällt das Tempo und die Klarheit. In der Pause hole ich Wasser für uns. Gut, ich warte am Rand des Foyers. Danach sitzen wir wieder pünktlich. Ja, ich bleibe die ganze Zeit achtsam. Der zweite Akt ist noch gefühlvoller. Die Musik trägt die Stimmung sanft. Das Ende ist ruhig und versöhnlich. Ein schönes, klares Finale für mich. Wollen wir die Darsteller kurz applaudieren? Ja, sie haben es wirklich verdient. Dann gehen wir langsam zum Ausgang. Danke für den feinen Theaterabend. Gern, das war sehr inspirierend. Komm gut nach Hause und schlaf gut. Danke, Fabian. Bis bald und tschüss.